Es muss ja nicht immer zur Jahreszeit passen, oder? Ich meine, ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ich irgendwann einmal einkaufen war und tatsächlich im Juni in irgendeinem Einkaufscenter in Wien im Aufzug Weihnachtsmusik gehört habe. Ganz im Ernst, da passt es mir ehrlich gesagt besser, wenn John Carpenters großartiges Halloween-Theme einfach year-round aus irgendwelchen Lautsprecherboxen dudelt. Und für den Idioten, der es irgendwann einmal wagt, auch nur in einem Monat, der nicht mit D anfängt und Dezember aufhört, Last Christmas zu spielen, der wird erhängt. Und ja, ich kenne die Geschichte, dass Last Christmas eigentlich ein Osterlied hätte werden sollen und dann nur umgetextet wurde. Und irgendwie bin ich jetzt gerade froh, dass Ostern und nicht Weihnachten vor der Türe steht. Apropos, es steht etwas vor der Türe. Das ist ja grundsätzlich bei Slasher-Filmen selten etwas wahnsinnig Angenehmes. Vor allem, wenn es eine Maske trägt und ein fettes, langes Messer in der Hand hat. Das geht dann nämlich selten gut aus. Und selten gut ausgehen tun auch Geschichten rund um Remakes, Reboots und whatever the fucks. Deswegen, gehen auch beim neuen Halloween die Meinungen sehr weit auseinander. Ich habe ihn noch nicht gesehen, bin aber auf jeden Fall extrem gespannt. Das erste, was mir auf jeden Fall auffällt, ist, dass ich das Cover-Artwork vom 4K UHD Steelbook wesentlich cooler und besser finde als das vom normalen Steelbook. Deswegen habe ich auch darauf gewartet, dass ich dieses Steelbook um zumindest nur 30 € bekomme und nicht um die vollen 40, die es beim Launch gekostet hat. Was ich allerdings relativ spannend finde, ist, es gibt ja hier einige wirklich interessante Informationen auf dem Frontcover. Es gibt logischerweise das Bild, es gibt die 4K Blu-ray, es gibt die FSK-Freigabe, es gibt den Hinweis auf HDR, HDR, gefällt mir auch gut. Und das, was offensichtlich die kleinste, unwichtigste und uninteressanteste Information ist der Filmtitel. Den hat man da nämlich einfach nur mehr oder weniger eigentlich komplett deplatziert da in die Ecke gedrängt. Hätte man den da nicht zumindest irgendwie mittig machen können, dass es zumindest irgendwie ansatzweise passt. Aber das sieht irgendwie ganz komisch aus. Wechseln wir mal auf das Backcover. Da finden wir die Inhaltsangabe zum Film. Quasi, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, das Motiv von Michael Myers vom anderen Steelbook Frontcover. Natürlich die ganzen Informationen rund um die 2 Discs, die Inhalte, das Bonusmaterial, die Cast and Crew Details, sowie die Tonspuren, Untertitel und so weiter. Ich halte das jetzt einmal daher für die, die das interessiert. Außerdem können wir jetzt diese umliegende C-Card, wie ich sie gerne nenne, entfernen. Ist einfach nur dünnes Papier, das oben und unten mit einem runden Klebepunkt angebracht ist. Und wenn wir das entfernt haben, sofern wir das geistig dazu in der Lage sind, offensichtlich ist das schwierig heute, sehen wir das Frontcover des eigentlichen Steelbooks, auf dem es gar keinen Titelschriftzug gibt. Ist meiner Meinung nach in Ordnung. Es ist jetzt, glaube ich, nicht unbedingt etwas, was das Steelbook-Design ruiniert hätte, wenn man den da unten angebracht hat. Es ist jetzt aber auch keine Information, die ich hier für absolut unverzichtbar halte. Was mir relativ gut gefällt, ist die Tatsache, dass Michael Myers Gesicht mit dem Full Gloss Finish veredelt wurde. Wir sehen, nämlich durch den Metallic-Effekt vom Steelbook, finde ich, wirkt seine Maske zwar ein bisschen mehr metallisch, als sie das eigentlich im Film tut, macht aber, finde ich, trotzdem keinen schlechten Eindruck. Ich finde, dass diese befurchte Maske relativ cool aussieht, eben das Steelbook sich da sehr nett bewegt. Und was ich eben auch sehr cool finde, ist, dass bei diesem Full Gloss Finish hier links und rechts unten Teile ausgespart blieben und nicht das ganze Full Gloss ist. Oben hingegen wird das ganze Steelbook eingenommen davon, aber etwas gibt, was ich echt absolut komisch finde und was im Video wahrscheinlich ein bisschen schwieriger zu erklären und herzeigen ist. Denn es ist offensichtlich nicht das ganze Design gleich grundiert. Denn wir sehen, dass hier unten quasi diese dunkelgraue Grundierung ist, aber Michael Myers Gesicht, beziehungsweise dann hier eben die schwarzen Teile und dort, wo seine Haare anfangen würden, ist es schwarz. Und auch hier oben haben wir dann einen Unterschied im eben Grading zwischen schwarz und grau. Hier auch. Was
also links, jetzt sieht man es rechts oben gut, was aber einfach überhaupt nicht passt. Entweder man hat sich da bei der Grundierung verhaut, weil diese Teile eigentlich auch schwarz hätten sein sollen, oder man hat sich aber mit dem Full Gloss Finish verhaut, weil wenn diese Teile nicht zu seinem Kopf oder Gesicht gehören, dann hätten sie ja eigentlich nicht Full Gloss Finish gehört. Das ist natürlich, finde ich, einfach eine Sache, die bei einem derartigen Prestige-Produkt, vor allem einem großen Label wie Universal Pictures, einfach nicht passieren dürfen, die ich absolut peinlich finde, aber die wahrscheinlich vielen gar nicht aufgefallen wären, die halt nicht so genau hinschauen wie ich. Der Filmtitel ist auf jeden Fall bei diesem Steelbook dort, wo er definitiv hingehört und auch sein muss, nämlich auf dem Spine, und auf dem Backcover wartet dann ein tatsächlich etwas zermürbt aussehender Kürbis auf uns. Sehr cool finde ich, dass das Konzept vom Frontcover beibehalten wurde. Der Kürbis ist hier mit dem Full Gloss Finish versehen. Dafür ist allerdings der Hintergrund, vor allem der graue Teil, der da so ein bisschen aussieht wie der Himmel, eben sehr, sehr schön mit dem metallischen Steelbook-Effekt durchzogen worden, sodass das, finde ich, wirklich sehr schön metallisch schimmert. Grundsätzlich finde ich das Backcover eigentlich wesentlich ansprechender und vor allem eben auch besser, korrekter verarbeitet als das Frontcover. Schauen wir jetzt einmal ins Steelbook hinein. Da wartet auf uns auf der rechten Seite zweimal derselbe Michael Myers, einmal eben auf der 4K UHD Blu-ray, einmal auf der Standard Blu-ray, und auf der linken Seite wartet dann quasi die Oma von Jamie Lee Curtis, die allerdings, finde ich, in diesem Bild, das ja, glaube ich, auch relativ viel als Promo-Material für den Film verwendet wurde, ziemlich eine gute Figur macht, mehr oder weniger mit dem Revolver sieht's aus, da weiter zielt, aber das Ganze ist dann eben schon so unscharf und so detailarm, weil es eben zur Kamera hingeht, dass man es schon fast nicht mehr erkennen kann, beziehungsweise interessanterweise ist das hier im Video auf meinem verkleinerten Kameramonitor wesentlich besser und schöner zu erkennen als hier in echt. Sehr schön, finde ich eigentlich die Druckqualität, naja, nein, also gerade hier, wenn man bei ihrem Auge schaut, sieht man schon, dass es jetzt nicht wirklich die beste Druckqualität ist. Dafür muss man allerdings schon wirklich genau hinschauen. Grundsätzlich finde ich, kann man da mit dem Druck relativ zufrieden sein, und die Tatsache, dass es jetzt nicht unbedingt das farbenfroheste, bunteste Bild ist, finde ich, stört auch nicht unbedingt, weil es ist ja Halloween, weder die farbenfrohste und bunteste Jahreszeit noch Halloween das farbenfrohste und bunteste Filmgenre, weil auch da gibt es eigentlich immer nächtliches Grau und blutiges Rot. Aber grundsätzlich finde ich dieses Steelbook zumindest verglichen mit den Produktshots vom Standard Blu-ray Steelbook eigentlich doch deutlich schöner. Finde, dass es eine gute Anschaffung war und bin definitiv extrem gespannt auf den Film. Ich werde mich da sicher nicht von irgendwelchen Leuten, die genial fanden oder beschissen fanden, irgendwie leiten lassen. Ich werde mir einen eigenen Eindruck davon machen, werde mir meine eigene Meinung bilden, und dann werdet ihr hier natürlich auch ein Review hören. Lesen, das könnte ich schreiben.